Das 2020er Modell HR-V Sport. Und da vorne steht es auch schon in serifenlosen Lettern riesengroß, der neue HR-V. Und hier ist mal wieder Thomas Reiter. Ich grüße dich herzlich, Thomas. Ja, hallo. Ja, wir haben 2020, der neue HR-V. Da habe ich dich gefragt, ist der neu? Da steht schon drauf, da hast du gesagt, der ist brandneu. Ja gut, das Auto ist brandneu. Das ist die neueste Version vom HR-V in der Sportversion. Ja, es ist schwarz in schwarz. So schwarz, dass meine Kamera ein bisschen Probleme hat, diese tollen Leichtmetallfelgen, die hinten drauf sind, mal so einzufangen. Jetzt sieht man es aber, was ist denn das für eine Zielgruppe, die sowas kauft? Ist das so der vom, ich sag mal, 90-Jährigen bis zum 18-Jährigen? Na gut, der HR-V hat halt schon eine sehr breite Zielgruppe, ist also auch in so einem klassischen Kompakt-SUV-Segment, also nicht so groß, nicht so klein und dann aber trotzdem erhöhtes Sitzen, aber was zu Honda halt eben passen tut, fahrdynamisch, sportlich, in dem Fall mit dem starken Motor halt eben als Turbo, der erfüllt halt eben man kann mehrere Dinge machen, einmal sportlich fahren und halt eben gleichzeitig bequem sitzen, hat ein schönes Raumangebot. Da ist der HR-V ideal. Ja, jetzt wird ja Honda so ein bisschen nachgesagt, naja, in Deutschland sind die Kunden ganz jung, ja, ich sag nur die spritzigen Turbomodelle, aber auch ganz gesetzt bei einigen, ich sag mal, Modellen, wo man dann sagt, da sind die Leute schon sehr alt, ja. Das hier ist ja alles andere als altbacken, ja. Das ist ja richtig State of the Art, ganz modern. Ja gut, also der HR-V ist schon ein modernes Auto. Honda hat ein sehr breites Spektrum, hat also sehr viele treue Kunden, die auch dann schon Ich wollte es nicht negativ sagen, aber in die Jahre gekommen sind. Aber hier, sage ich mal, mit dem HR-V speziell in der Version, jetzt hier auch mit dem ganz dunklen, sprechen wir auch ein jüngeres Publikum an. Also da ist für jeden was dabei eigentlich, ne? Ziemlich schick ist hinten die Tür. Da sieht man gar nicht, also so ein bisschen Coupé-like, oder? Man sieht so gar nicht, gut, das haben andere Hersteller auch, aber es ist gut gemacht. Ja, viele Hersteller gibt es nicht. Wo das haben, ist halt eben sehr sportlich gemacht, weil es halt eben in der Tür integriert ist. Man sieht keinen Griff. Das Auto hat ja so ein bisschen Coupé-Charakter, ist aber ein vollwertiger 5-Türer. Ne? Ja, der hat ein schickes Leder, so Bordeaux-Farben so ein bisschen. Ja. Passt? Ja, passt doch super. Ist farblich abgesetzt, richtig elegant, edel und trotzdem sportliche Sitze. Also es macht schon richtig was daher das Auto. Ja, wir sagen gleich mal ein bisschen was über den Preis, denn der Preis ist heiß. Honda ist der Inbegriff für Zuverlässigkeit. Du bist auch Händler von Mitsubishi. Die sind auch sehr zuverlässig. Die Japaner haben sie so ein bisschen angetan, oder? Ja gut, wir sind also typisch japanisches Autohaus, sage ich mal. Wir vertreten halt eben schon Mitsubishi seit 85 und Honda seit 2005 und noch Honda Motorrad. Ich zeig's mal gerade, hier vorne stehen wenige Motorräder. Du hast noch viel, viel mehr. Da seid ihr sehr stark in Reling-Siersburg. Also hier, ich sag mal, habt ihr auch ganz, ganz viele Motorräder. Aber ihr seid ein echtes japanisches Autohaus. Wir sind ein echt japanisches Autohaus, ja, definitiv. Aber was ist denn so toll an Japan? Du machst das seit 35 Jahren. Ich habe die immer nur so ein klein wenig hektisch, die machen nie Urlaub, die sind immer ganz genau. Ja gut, die Japaner waren, zu den Anfangszeiten waren es halt eben Nischenprodukte, da waren sie bekannt dafür, dass sie sehr, sehr hohe Qualität von der Arbeit haben. Die Autos sind sehr robust, sind sehr zuverlässig und Honda speziell ist, sagen wir, bekannt als weltweit größter Motorenhersteller, dass Honda extrem innovativ ist, was die Technik anbelangt. Die Motoren sind also extrem zuverlässig, halten vom Motorradbereich her Drehzahlen von weit über 10.000 Umdrehungen. Das ist so eine Spezialität von Honda. Ihr seid Weltmarktführer beim Bereich Motorräder. So ist es. Sogar werden viele Motorräder sogar in Lizenz gebaut. Das heißt, Leute bauen die nach. Motoren teilweise 30 Jahre alt, rennen und rennen. Ihr macht Schiffsmotoren. Also ihr seid wirklich da ziemlich breit aufgestellt. Ist das eine gute Erfahrung, die ihr in den Autos wiederfindet? Ist die Qualität von den Motorrädern auch so bei den Autos so gut? Ja, kann man so sehen. Also Honda, man partizipiert von allen Bereichen. Also diese Leichtbaugeschichte trotzdem mit langer, hoher Zuverlässigkeit kommt aus dem Motorenbau. Wenn man sieht, so eine Fireblade dreht bis fast an die 20.000 Umdrehungen. Hat man schon in den frühen 2000ern umgesetzt beim Honda S2000, der halt eben auch als Pkw damals mit um die 9.000 Umdrehungen gearbeitet hat und trotzdem halten die Motoren ewig, gehen also nicht kaputt. Also da ist Honda wirklich schon sehr, sehr weit. So, ich guck mal gerade, ob ich es spiegelt ein bisschen die Verbrauchswerte noch mal kurz reinkriege. Da ist es ja. Er hat die CO2-Effizienzklasse C.
Das heißt, wir liegen hier bei kombiniert 6 Litern. Bei dem Turbomotor, der hier drin ist, der hat 134 Kilowatt. Ist das realistisch, die Angabe? Ja, die Werte sind realistisch. Also wenn ich das Fahrzeug hier, wenn ich das permanent im Turbobereich arbeite, dass ich ja so auf gut Deutsch gesagt immer Gas gebe, sind sie also sehr sparsam zu fahren. Also die Verbrauchswerte sind für ein Fahrzeug mit der Leistung von 134 kW, 182 PS wirklich vollkommen in Ordnung. Das ist schon sparsam. Ja, die Fahrzeuge haben weltweit eine große Fangemeinde. Es gibt Honda-Clubs, es gibt Modifikationen in Japan. Da kann man die kaum noch wiedererkennen. Die Fahrzeuge in Amerika laufen. Honda ist da eine Premium-Marke in Amerika. Die haben, glaube ich, noch Acura, als stimmt das? Ja, ist richtig. Also in Amerika ist Honda eigentlich der größte Pkw-Hersteller. Man nimmt die Pickups nur da raus. In Amerika hat Honda einen riesen Markt, wenn man mal in den Staaten in Urlaub war, dass ich das angesehen hat. In jedem Film, wenn man irgendwo gucken tut, New York oder so, in den Großstädten, sieht man jede Menge Honda. Das ist also für Honda der wichtigste Markt eigentlich überhaupt. Du machst seit 35 Jahren Mitsubishi. Wie lange machst du Honda schon? Honda machen wir jetzt seit 2005, also jetzt auch das Jahr 15 Jahre. Ja. Sind wir auch schon Honda-Partner. Ein Honda-Motorrad machen wir seit 2007. Ja. Sind die zuverlässig, Honda? Definitiv, ja. Was ist das Schöne an Honda, jetzt im Nachhinein? Hast du es jemals bereut? Bereut habe ich das nie, speziell wenn man ein bisschen so sportliche Gene hat. So ein Type R oder sowas oder S2000 oder von den Motorrädern so eine Fireblade ist bei Honda immer definitiv ein Highlight. Woran liegt das, dass in Deutschland die Hondas nicht so oft auf der Straße sind, also wie in Amerika? Das sind teilweise auch ganz andere Autos. Also in Amerika haben die ja viel so Straßenkreuzer, auch Honda baut die, also diese etwas größeren Fahrzeuge, die mit großem Kofferraum, Stufenheck. Das hat man ja hier gar nicht, oder? Ja gut, Amerika ist halt eben ein Markt für sich. Die Amerikaner ticken nicht ganz so wie wir Europäer. Wenn das hört, das sieht man jeden Tag. Dementsprechend sind das andere Modelle. Und in Europa, speziell in Deutschland, war Honda eigentlich immer ein bisschen Nischenprodukt, qualitativ sehr hochwertig, sehr sportlich ausgelegt. Aber das ist halt eben eine reine Geschichte vom Markt. So, wenn du mir kurz mal den Preis sagst hier von dem Fahrzeug, sei mal so nett, guck mal gerade drauf, was der jetzt kostet. Das Fahrzeug hier liegt also jetzt, so wie er hier steht, mit Überführung, Zulassung bei rund 35.090 €. Das ist mit Fracht, Nebenkosten, Metallic-Lackierung in der Verbindung mit der Automatik mit dieser hochwertigen Sportausstattung. Das ist jetzt die höchste Variante, die Sportausstattung? Das ist in dem Fall jetzt die höchste Variante. So, gucken wir uns das Ganze mal innen an. Ein echter Fünfsitzer? Das ist ein echter Fünfsitzer. Der HRV hat jetzt noch eine Besonderheit von den Sitzen her. Das ist der hat jetzt diese sogenannten Magic Seats. Magic Seats? Ich kann also einmal die Sitze im Handgriff umlegen. Habe ich also einen riesen Kofferraum. Ich kann aber auch die Sitzfläche hochlegen. Und wenn ich das jetzt auf der Beifahrerseite auch mache, kann ich hier was Sperriges quer einladen. Ob das eine Pflanze ist, ein Sack Futter übertrieben jetzt oder selbst schon Vorderrad rausgemacht, geht quer rein. Genau. Das ist unheimlich praktisch, das Auto. Du darfst mal eins machen nochmal, wenn du den mal kurz hochgeklappt lässt und mal auf der anderen Seite auch mal hoch machst, dann bleibe ich mal hier und du gehst mal auf die andere Seite, dann sieht man es nämlich ein bisschen besser, weil der Kontrast, ja, der kommt jetzt. Magic Seats. Wie krass. Ein Riesenraum jetzt auf einmal da. Und das heißt, ich kann jetzt auch Sachen einladen, die ich hinten im Kofferraum gar nicht reinkriege, weil es hier etwas breiter ist, oder? Ja klar, ich kann jetzt hier Sachen einladen, die sperrig sind, die eher höher sind. Ich kann rein theoretisch, jetzt hinten einen Hund mitholen, habe vorne immer noch Platz fürs Gepäck. Oder umgekehrt, ich kann, wie ich schon vorhin gesagt habe, vielleicht mal ein Fahrrad reinmachen, Mountainbike oder sowas, wenn das Vorderrad draußen ist. Also unheimlich zweckmäßig. Und das Schöne ist, man muss nichts ausbauen, das ist alles nur ein Handgriff. Ist das richtig verriegelt, wenn das oben ist? Das ist, wenn er oben ist, mache ich den Bügel hoch. So ist es frei. Ach so, man hört es richtig klacken. Man hört es richtig einraschen, ist richtig fest. Ne? Okay. Das habe ich nicht gewusst. Da habe ich wieder was gelernt. Das ist den wenigsten bekannt, da hat Honda so eine Besonderheit. Der Tank bei dem Fahrzeug ist praktisch kräftig in der Mitte untergebracht und dadurch könnte man den Boden so auslegen, dass man diese Möglichkeit mit den Sitzen hat. Die Besonderheit vom HRV, das ist also eine super Sache. Wenn ich hier die Sitze umlege, habe ich hier auch durch diese Tiefe eine fast ebene Ladefläche. Sei so lieb und mach ihn nochmal hoch. Der geht nämlich sogar mit runter, der Sitz. Ja, das heißt, der rutscht mit nach unten und dadurch wird das Ganze eben. Wie so ein Teleskop so ein bisschen. Genau, und ich muss nicht irgendwie noch Sitze ausbauen, umklappen, sonst was. Geht alles nur mit dem Handgriff. Und dadurch hat das Auto für die Größe, wo er ist, einen riesen Kofferraum. Nutzwert quasi. Also richtig Nutzwert.
Und das in Verbindung in der Version hier mit dem richtig knackigen Motor, da macht das Auto richtig Laune. Der Kofferraum ist auch groß. Ja, Also der ich Kofferraum dachte, ist auch groß, hat auch hier so noch verdeckte Möglichkeiten, hat hier noch eine Ebene unten drunter. einen kleinen Einkauf. Ja, genau. So, dann was auch hochinteressant ist, ist natürlich diese Variabilität dadurch, dass ich jetzt wirklich eben einladen kann. Wenn du noch mal so nett bist und den gerade noch mal runter machst auf der rechten Seite, dann sieht man das mal. Heißt, ich kann auch schwere und längere Gepäckstücke, kann ich also komplett dann gerade umladen. Es ist schon groß, Thomas. Also, Auto in der Klasse. Auto in der Klasse ist es. Und dann ist es so, es geht auch relativ steil runter. Das heißt, ich kann also den Kofferraum doch recht gut nutzen. Ja, es gibt ja so viele Mogel-Kombis, sage ich mal, jetzt keinen Namen nennen, aus einer deutschen Stadt, wo du dann was reinmachst, dann denkst du, hey, ist das wirklich ein Kombi? Nee, aber hier habe ich Platz. Hier habe ich Platz. Ich habe eine ganz niedrige Ladekante hinten, kann bequem einladen. Wenn du mal gerade so nett bist, die Hutablage mal rausnimmst, dann sieht man es noch besser. Und denn das ist schon ein echtes Argument, ist der Raum, der jetzt hier entsteht. Ja. Ja, fast wie beim großen Kombi. Ist fast ein Kombimaß, ja. Ist auch hoch, ist dadurch, dass es ein Kompakt-SUV ist, hat er auch mehr Höhe wie jetzt ein normaler PKW. Und wenn ich den Dach hoch belade, kriegt hier schon richtig was rein. Gut, also gutes Argument. Vielen Dank. Gehen wir gleich mal nach vorne. Schauen uns das mal an, wie er innen aussieht. Ja, die schwarze Ausstattung, die ist schon sehr schick. Und ich habe ein Auto definitiv, das nicht jeder fährt, oder Thomas? Ja, das ist ein Auto, was nicht unbedingt an jeder Ecke zu finden ist. Ist also was, in dem Fall auch ein bisschen was Spezielles oder ein bisschen was Besonderes. Eine Kombination von sportlich und zweckmäßig. Klappern, rappeln. Guckt da böse. Klappert da was, rappelt da was bei Honda? Nee, Honda ist, bei Honda klappert und rappelt nichts. Definitiv nicht. So, wenn du so nett bist, mach mal die Tür zu, ich will es mal einmal hören. Ja, so muss es klingen, oder? Ja, das ploppt, also kein blechernes Scheppern. Also Honda ist für, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Verarbeitung bekannt und dementsprechend also da klappert und scheppert definitiv nichts. So, er macht es noch mal kurz zusammen, denn ich will das Ploppen nämlich noch einmal hören. Ich glaube, es gibt Leute, die machen nur Türen zu, oder? Ja, soll es geben, ja. Das gefällt mir. Das ist der. Komm, wir steigen mal ein. Dann zeigen wir mal innen. Wow! Das ist ja hier innen, das sieht ja aus wie bei Space Invaders so ein bisschen. Sehr futuristisch. Ja, also innen drin richtig schick gemacht. Gerade in der Version hier mit dem schönen bordeauxfarbenen Lederlenkrad mit schönen Nähten. Überall Klavierlackoptik in dem Fall. Alles sehr hochwertig verarbeitet, alles mit Touchscreen. Ich kann hier Schlüssel hat er dabei, haben wir eben extra gesagt. Thomas nimmt den Schlüssel mit. Ja. Da ist er. So, er hat auch kein Keyless irgendwas, was man kopieren kann. In dem Fall nicht. Ist also wie gesagt klassische Rundinstrumente, der Deli auf digitaler Basis. Ansonsten hat er halt eben alle Helferlein, hat also Tempomat, Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Der geht gut mit dem Turbo? Mit dem Turbomotor geht er richtig gut. Also ein Fahrzeug, was mit der Kombination halt eben mit der Leistung, die er hat, wirklich richtig Spaß machen tut. Ne? Ist in dem Fall hier auch dann in der Ausstattung jetzt mit Navigationssystem, mit allem. Man muss dazu sagen, wir haben ja hier konservative Japaner. Also für die, da wo die Deutschen dann geht das schon über das ganze Armaturenbrett. Da gucken sich die Japaner es erstmal an, oder? Was die Deutschen. Ja gut, sagen wir mal so, Honda ist da auch schon sehr weit. Wir werden demnächst ein reines Elektroauto rausbringen, den Honda E. Der besteht eigentlich nur noch aus Armaturen. Also in dem Fall hier hat man, was das Display anbelangt, aber hier hat man halt eben speziell passend zu so einem Fahrzeug mit der Motorisierung halt eben alles sehr sportlich gemacht. Und da ist das eigentlich auch vollkommen so in Ordnung. Aber was ist denn das für eine Lüftungsöffnung hier? Die ist ja riesig. Ja, die Lüftungsöffnung hier sind für die Düsen, für den Beifahrer kann man sich einstellen. Das ist schon alles sehr sportlich und sehr schick gemacht. Ja, TomTom ist mein Freund. Ist es auch TomTom? Nee, in dem Fall bei Honda ist es Garmin im Hintergrund. Garmin, aber ich kann ja auch mein eigenes Navi machen. Man kann auch hier mit Apple CarPlay, mit Android kann man auch arbeiten, kann man dementsprechend spiegeln. Und man kann das so, wie ich das immer mache,
ich habe mein Handy ja in Griffnähe in der Halterung und habe es nur gekoppelt bei Bluetooth und mache alles über das Display vom Handy. Das machen auch immer mehr, muss man sagen. Das geht sowieso. Ja gut, man kann über Android oder über Apple CarPlay das machen, aber dann muss das Kabel dran sein. Da wird das Handy mit dem Kabel verbunden. Ansonsten die Bluetooth-Funktionen sind rein für die Telefonie in die Sache, Musik hören. Das geht alles dann über Bluetooth. Okay, prima. Ja, ich habe Automatik hier drin. Ist der Trend zur Automatik ist ungebrochen, ne? Ja, Automatik ist heute mit der Verkehrsdichte, die wir haben, eine prima Sache. Halt eben sehr angenehmes Fahren ist, eine CVT-Automatik, ist also sehr weich vom Schalten her. Trotzdem habe ich Schaltwippen am Lenkrad, wo ich ja noch schalten kann, wenn es ein bisschen sportlicher sein soll. Klär mich mal auf, CVT ist das die mit dem Gummiband? Das ist die mit dem Gummiband, ja. Das heißt, die Drehzahl ist nahezu immer die gleiche. Man merkt das nicht so. Es funktioniert sehr zuverlässig, das Getriebe, oder? Ja, wir haben das Getriebe schon lange bei verschiedenen Modellen im Programm. Jetzt hier speziell auf die starke Leistung auch abgestimmt. Das ist also vollkommen zuverlässig, ist leicht von der Bauweise her, ist sehr angenehm wegen den weichen Schaltvorgängen und sind absolut zuverlässig. Ja, und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann wundert man sich, dass es noch andere Automatikgetriebe ist. Ein bisschen ungewohnt am Anfang. Man hat immer eine ähnliche Drehzahl, oder? Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an diesen Anführungszeichen Gummibandeffekt. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist das kein Thema. Ja. Wenn du mal so nett bist, mal vorne aufmachst, dann gucken wir mal rein. Für alle Honda-Fans ist ja ein schwarzes Auto. Mal gucken, ob da das Feuer schon direkt aus der Motorhaube rauskommt, wenn wir öffnen. Guck mal hier, das ist übrigens die Signatur vom Licht her. Man kann es nicht gut sehen, weil es ein bisschen überstrahlt, aber man hat ein LED-Tagfahrlicht mit drin und wahrscheinlich Full LED, oder? Hier bei dem, guck mal kurz nach. Es sah so aus. Full LED. Ja, Earth Dreams, Träume auf Erden. Ein VTEC Turbo. Sieht schon mal gefährlich aus. Ja, Turbomotoren haben jetzt viele Hersteller, aber das ist bei Honda, ist es durchgängig mit Turbomotoren? Nein, alle Modelle sind nicht mit Turbo. Wir haben jetzt, wie gesagt, Turbo-Technologie im Type R zum Beispiel, ist ein Turbo drin, auch bei dem normalen Civic. Aber Honda hat das kombiniert mit der VTEC-Technologie, das ist eine spezielle Technologie von Honda, über die Nockenwellenverstellung halt eben in Kombination mit dem Turbo sind die Autos zum einen sehr sparsam, vertragen zudem eine hohe Drehzahl, plus noch eine Verbindung vom Turbo her fürs Drehmoment. Also alles, was man zum sportlichen Fahren braucht. Ich zeige mal gerade den Motor in Gänze, das ist er. Kommt man da gut ran als Techniker? Ja, also als Techniker vom Arbeiten her ist der gut zugänglich in dem Fall. Klar hängt da einiges jetzt drin als Turbo, aber da an die Honda-Motoren nichts drankommt, muss man auch nicht großartig dran schrauben. Ja, das haben wir eben schon mal kurz bei den Japanern. Du hast ja noch eine andere Marke, ist Mitsubishi, da haben wir mal drüber gelästert. Da habe ich dich gefragt, gab es da in letzter Zeit mal einen Motorschaden? Da hast du gesagt, da hast du mal schwer überlegt, da hast du gesagt, nö, gab keinen. Die kriegt man nicht kaputt, man muss schon nachhelfen, hast du gesagt. Ja, so ungefähr. Bei Honda ist das Gleiche, also vom Motor her. Motorschäden kennen wir eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht. Es sei denn, es passiert mal irgendwas, dass jemand ohne Öl fährt, aber unter normalen Umständen gehen die Motoren nicht kaputt. Rost? Rost ist auch kein Thema, wie gesagt, haben wir auch schon seit Jahren die Vorsorge entsprechend. Da ist auch Rost, brauchen wir keine Angst haben. Also ihr habt die letzten 10 Jahre auch so gut wie keinen Rost mehr gesehen? Nee, gibt's gar nicht. Das Thema Rost ist eigentlich schon seit Jahren vorbei. Ich frage nur, weil ja viele Autos nicht mehr verzinkt sind, sondern das spart man sicher, den Zinkauftrag bei vielen Herstellern. Und ja, das Thema Rost habe ich auch nicht mehr gehört. Aber ich spreche es gerne mal an, weil Honda, ein Qualitätsprodukt, der neue HR-V Sport. Was ist das für eine Klasse, das würdest du sagen? Golf? Ja, von der Größe ist ungefähr Golfformat, ja. Golfklasse. Ja, sehr, sehr schickes Auto mit einem riesen Kofferraum, einer ganz tollen Lederoptik hier mit drin. Ist es echtes Leder? Das ist echtes Leder. Echtes Leder, also keine Lederoptik, sondern echtes Leder. Ziemlich cool, toller Motor, Sportlichkeit und ein Fahrzeug, was es nicht an jeder Ecke gibt. Es hat natürlich seinen Preis. Ich gucke mal gerade hier auf den VK, was haben wir eben gesagt, 35.000 Euro. Darüber kann man natürlich noch mal reden. Also bringt am besten mal euer altes Fahrzeug mit, wenn ihr noch eins habt. Macht auch in Zahlungnahmen, Finanzierung, Leasing, alles. Ja, wir sind für alles offen. Wie gesagt, man hat Finanzierungsmöglichkeiten. Wir nehmen Autos in Zahlung. Das ist also kein Problem. Ja. Thomas Reiter, ja, ein bisschen Werbung. Abschließend für dich nochmal Autos Reiter, 15 Jahre Honda, 35 Jahre Mitsubishi, das japanische Autohaus. Ja, ich bin ganz begeistert, euch gibt es zweimal. Ja, uns gibt es zweimal hier in Rehlingen-Siersburg, also hier jetzt in Saarbrücken im Betrieb und in Rehlingen-Siersburg. Wie gesagt, 35 Jahre Mitsubishi,
15 Jahre Honda und jetzt auch hier unser Brücker Standort seit knapp über 2 Jahren noch Kia-Partner, also komplett asiatisch eingestellt. Ja. Vielen Dank, Thomas Reiter, und asiatischer Spezialist aus Saarbrücken mit viel Erfahrung. Der neue HRV Modelljahr 2020 Version Sport. Tschüss.